Eine Woche später, gleiche Zeit, gleicher Ort, wieder auf dem Weg zum Rollhalt der Piste 09 links in einer Zurus SR20. Ja, also falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, es ist wieder das Trümmer-Duo Anton und Ferdi. What's up? Wir sind wieder auf dem Weg zum Rollhalt. Diesmal die andere, also in die andere Richtung, weil der Wind halt anders steht. Den Rest kennt ihr, wir müssen hier ein paar Checks machen. Und dann sehen wir uns gleich in der Luft wieder, würde ich mal behaupten. Würdest du sagen, wir sind ready? Ja, ich muss pinkeln. Du willst mich verarschen. Nee, leider nicht. Ey, wir müssen hier uns irgendwas überlegen, das kann ich mir so nicht angucken. Wollen wir so machen? Können wir machen. Tun wir nichts mehr. Ei! Ja, dann hat sich das jetzt auch erledigt mit dem Saugnapf da oben. 070 Grad, 2 Knoten. So, Kraftstofppumpe Boost Mixture voll Rich P2 kommt an und ready. Let's go! Öldruck ist ein bisschen hoch, das ist in Ordnung. Rotate! So, wir haben eine Outside Air Temperature von 2 Grad. Jetzt weiß ich übrigens, was gemeint ist, dass Braunschweig nicht gut aussieht. Guck da mal rüber. Fonzi, ja, lass da nicht hinfliegen, okay? Delta Kilo November 2, 2000 Fuß. Warum habe ich das jetzt gerade gehört? Weiß ich nicht, dann habe ich es nicht gefunkt. Delta Kilo November 2, 2000 Fuß. Ich kann nicht funken. Delta Kilo, von der Frequenz genehmigt. So. Wir haben ein kleines Problem. Ist kein schlimmes Problem, aber mein Knopf fürs Funken, ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier der weiße Knopf, da wo PTT dran steht. Da hat gerade irgendwie ein kleines Problem und will nicht so wie ich will. Wenn ich den drücke, dann muss ich mit dem Fingernagel den so komplett reindrücken. Was ein bisschen scheiße ist, vor allem wenn man es nicht weiß und irgendwas funken will und nichts kommt. Das ist echt scheiße, wenn man irgendwas funken will und es geht auf einmal nichts mehr und man weiß auch nicht warum oder was jetzt das Problem ist. Und dann war ich eben noch im Abflug von Hannover und auf einmal geht das nicht mehr. Für den heutigen Flug habe ich mir überlegt, dass wir einmal so ein bisschen über die einzelnen Sachen gehen, die hier im Flieger verbaut sind. Das ist schon ziemlich viel, was hier in so einem Flugzeug drin ist. Wo man als Mensch, wenn man keine Ahnung von der Luftfahrt hat, halt auch einfach nicht weiß, was es ist. Und in der Zeit fliegen wir hier ein bisschen im Kreis. Passen auf, dass wir nicht in gefrierenden Regen fliegen. Passen auf, dass wir funken können. Passen auf, dass wir funken können und dann läuft das hier heute. Würde ich sagen, fangen wir mal hier ganz unten an, was wir hier so alles sehen. Hier ganz unten, der rote Schalter steht zweimal off und eine Tankanzeige. Muss man alle 30 Minuten den Tank wechseln, weil wir haben auf der linken Fläche einen, auf der rechten Fläche einen. Die wechseln sich nicht automatisch. Wenn man auf off stellt, ist die Kraftstoffzufuhr komplett aus. Im Fall eines Notfalls, wenn man irgendwo notlanden muss. Direkt darüber haben wir hier auf der linken Seite den Knopf für die Spritpumpe. Rechts daneben haben wir einmal den Gasshebel, der jetzt auf 75 bzw. 76% eingestellt ist. Daneben haben wir den roten Hebel, das ist der Mixture Cutoff Hebel. Wenn man den nach ganz hinten zieht, ist auch Sprit weg. Dann kommt direkt darüber hier der Klappenschalter, Flaps, erste Stufe, zweite Stufe. Braucht man zur Landung und zum Start. Dann geht es direkt weiter da drüben. Hier haben wir das Intercom, das ist praktisch das flugzeugeigene Funkgerät. Da kann man einstellen, wo man was hören will. Ist viel drauf, was man nie benutzt, aber nice to have auf jeden Fall. Direkt darüber haben wir den Autopiloten, der ist jetzt gerade auf NAV für Navigation eingestellt, weil wir auf Bremen zufliegen. Rechts auf Alt für Altitude, damit er auch die Höhe hält. Darüber ist der Transponder, den wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Der hat jetzt gerade den Code 7740, weil wir beim Fluginformationsservice angemeldet sind und die tracken uns halt mit diesem bestimmten Code und sehen, dass wir in deren Gebiet sind. Darüber haben wir zweimal ein Navigationsgerät und Funkgerät. Links haben wir die Frequenzen des Funks. Oben haben wir zwei Bildschirme, die habt ihr schon öfter mal gesehen. Rechts ist MFD, Multifunctional Display heißt es glaube ich. Links PFD, Primary Flight Display. Rechts sieht man hier die ganzen Triebwerksparameter. Links haben wir den künstlichen Horizont, damit wenn man auch mal wo ist, wo man nicht mal rausgucken kann und keinen Horizont mehr findet, damit man sieht, in was für einer Lage man sich befindet. Unten haben wir noch einen Kompasskreisel. Hier links ist die Geschwindigkeitsanzeige, rechts ist die Höhe, die wir gerade fliegen. Das Ganze haben wir analog auch nochmal da unten. Genau, analog brauchst du das als Backup, falls wir einen Stromausfall haben, damit wir halt hier unten immer noch sehen, in welcher Höhe wir fliegen, den Horizont haben und die Geschwindigkeit. Steuerstick ohne Funkknopf, ne, weil der ist halt kaputt, super. Da links ist der Startschalter und hier rechts haben wir noch die Einstellung für die Heizung bzw. im Sommer die kalte Luft hier reinkommt.
Was viele, glaube ich, mal interessiert ist, die denken ja, wenn wir hier drin einen Stromausfall haben, sozusagen, dass der Motor nicht mehr läuft. Man hat zwei verschiedene Magnetkreisläufe und die sind so aufgebaut, dass die sich immer drehen. Die drehen bis zum Abwinken. Wenn du diese Magnetkreise erdest, drehen sie sich nicht mehr, Zündung findet nicht statt. Das heißt, wenn ich das jetzt auf off drehe, hört da vorne sich die Kiste auf zu drehen, weil die Magnetkreise geerdet sind. Wenn man nicht ausprobieren will, ist da hochzusteigen über die Wolken. Steigen sozusagen? Da fliegen wir durch. So, wir steigen jetzt hier einmal hoch. Das darf man nur machen, wenn man sich sicher ist, dass man auch wieder runterkommt, weil sonst sitzt man halt oben fest. Aber das bin ich mir gerade. Alter. Leute, für sowas lohnt sich das Fliegen halt auch direkt wieder. Guckt mal raus hier. So, jetzt sind wir über den Wolken. Oh, das sieht so nice aus, ey, wirklich. Sowas kann man auch nur, das kommt wahrscheinlich über die Kamera nicht so rüber wie jetzt, aber es ist einfach... Okay, also wir haben überall Löcher. Ich kann euch das mal zeigen. Das Problem dabei ist, wie gesagt, wir haben hier oben jetzt 0 Grad und sobald du unter 0 Grad bist, kriegst du halt draußen auf den Flügeln, wenn du durch eine Wolke fliegst, ist die Gefahr auf Vereisung sehr hoch. Und das will ich verhindern. Flieg direkt Hannover. Kann doch nicht mal Bandmaß halten!